Hallo? Besser. Oh. Mein Name ist Freddy Pangabean, 72 Jahre alt, mit 4 Vorerkrankungen. Außerdem hatte ich 2006 einen Schlaganfall mit Hemiparese rechts und eine Apathie. Darum bitte ich um Nachsicht, wenn meine Aussprache nicht ganz so deutlich ist. Zuletzt habe ich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2004 gelesen. Das war kurz bevor ich die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen habe. Aber in der letzten Zeit habe ich mich dabei ertappt, dass ich öfter unser Grundgesetz gelesen habe. Ich meine, das ist auch sehr wichtig für alle Menschen in Deutschland, das Gleiche tun. Warum? Unser gemeinsames Dasein, unsere Freiheit in Deutschland wurde durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert. Für mich persönlich ist unser Grundgesetz das Wichtigste und Teuerste in meinem Leben als Angehöriger dieser Nation der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe bis jetzt schon so viele Vorteile von diesem Land genießen können. Nun ist die Zeit gekommen, dass ich meine Dankbarkeit zeigen muss, indem ich aufstehe, mein Gesicht zeige und meine Meinung sage. Unser sehr wichtiges Grundgesetz, welches unsere Freiheit garantiert, zu verteidigen. Ich weiß ganz genau, wenn man seine Meinung offen sagt und sie nicht der Regierungsrichtlinie entspricht, wird man sofort diffamiert, beleidigt und man muss sogar Bedrohung erleben. Besonders wenn man bei einer Demo von Querdenken sich öffentlich äußert. Aber ich habe mich trotzdem entschlossen, das zu tun, weil ich möchte, dass sich die vergangenen Geschichte von Deutschland nicht wiederholt. Meine Entscheidung wurde versteckt durch den Abzug von Baden-Innenminister Strobel, CDU. Ich wiederhole, von christlicher Partei und des Gesundheitsministers Maneluha, Grünen, Quarantäne verweigern in einer geschlossenen Klinik unterzubringen. Was nun realisiert wird, das bestätigt der Minister bei einer Pressekonferenz. Ich erwarte von der Partei CDU als christliche Partei, sich von solchen Politikern zu distanzieren. Außerdem müssen solche Politiker, wenn sie keine Argumente mehr haben, das höre ich wir so oft, dass ihre politischen Gegner als Personenterroristiker, Rechtsradikale und Antisemiten beschimpfen. In Wirklichkeit aber sie selber ein solcher Gedankengut. Ich frage mich ernsthaft, müssen wir später dann eine Abzeichen auf der Kleidung tragen, wenn wir uns nicht impfen lassen? Wir wissen, diese Pandemiekrise wäre nicht passiert, wenn die WHO die Definition einer Pandemie im Jahre 2009 nicht geändert hätte. Dies konnte nur mit Zustimmung und Unterstützung der deutschen Vertreter unter der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel geschehen. Zweitens, wenn ein privates Konglomerat wie Bill Gates und seine Pharmalobby die WHO nicht kontrolliert hätte und er dabei auch die deutsche Bundeskanzlerin nicht benutzt hätte, um seine Idee, 7 Milliarden Menschen zu impfen
und umzusetzen, indem er Werbung für seine Impfstoffe in Tagesschau macht. Wir wissen dass die deutsche Regierung bei ihren Epidemie-Maßnahmen, die nun schon fast ein Jahr andauert, immer wieder mit dem gleichen Experiment scheitern. Warum will die deutsche Regierung nicht andere oder alternative Ideen von anderen Wissenschaftlern hören? B. Warum will die Regierung alle Corona-Viren ausrotten, was niemals gelingen wird, statt zu lernen, mit ihnen zusammen weiterhin zu leben? C. Warum sagt die Regierung nicht, dass wir zuerst lernen müssen, wie wir unser Immunsystem stärken können? Dadurch wird möglich, dass mehr Menschen eine bessere natürliche Immunisierung durch T-Zellen entwickeln, als eine künstliche Immunisierung durch Impfstoff. D. Wir wissen, dass durch Cross-Immunität mindestens 80% der Bevölkerung schon eine Immunität haben gegen SARS-CoV-2. E. Weiß die Regierung immer noch nicht, dass die Kinder so gut wie nie wegen der Coronaviren erkranken. Folglich brauchen mindestens 80% der Menschen in Deutschland, einschließlich Kinder, keine Impfung. Zumal wir wissen, dass durch die Coronaviren meistens nur die über 80-Jährigen mit Erkrankungen sterben können. F. Warum konzentriert sich die Regierung immer noch nicht auf die gefährdeten Menschen, um sie vor der Krankheit Covid-19 zu schützen? Statt alle Menschen in Deutschland mit diesen menschenverachtenden und unwürdigen Maßnahmen zu bestrafen, nämlich nur wegen der Unfähigkeit dieser Regierung. G. Haben Sie, die Sie in der Regierung sind, schon einmal gehört, dass eine Stadt in Europa ohne alle Maßnahmen wie Lockdown, Maskenpflicht, Distanzpflicht immer noch nicht ausstirbt? Und diese Stadt, wie heißt Schweden, der noch dazu kaum kollaterale Schäden hat, nicht wie Deutschland. Experten sagen sogar schon jetzt, dass die Kollateralschäden in Deutschland mehr Schaden verursacht als durch die Coronaviren selbst. Fragt sich keiner, warum die Schweden mit ihren Maßnahmen erfolgreich sind. Ich sage euch auch warum. Die schwedische Regierung betrachtet ihr Volk als mündige Bürger, die einen Verstand haben. Hier in Deutschland betrachtet uns die Regierung wie eine kleine Kinder, die nicht selbstständig denken können. Die deutsche Regierung betrachtet alle Menschen von Kinderalter bis Erwachsenenalter als Kranke, die andere Leute infizieren können, obwohl sie keine Symptome haben. Und deswegen müssen alle Deutsche Masken tragen. Aber habt ihr nicht nachgedacht, wer geht denn schon zum Arzt, wenn er keine Krankheitssymptome hat? Die Schweden betrachten ihr Volk als gesunde Menschen. Die Regierung empfiehlt aber diejenigen, die krank sind, alle Symptome haben, solange zu Hause bleiben und wenn es erforderlich zum Arzt zu gehen. Jetzt frage ich alle neudeutsche Stadtbürger, woher ihr auch ursprünglich kommen mögt, ob aus Asien, Afrika, Australien, Amerika oder aus Europa. Warum habt ihr die deutsche Stadtbürgerschaft angenommen? Natürlich hätten wir verschiedene Motive, dieses Schritt getan haben.
Aber ich bin sicher, dass wir einen gemeinsamen Grund gehabt haben, dies zu tun. Nämlich, weil wir uns durch das Grundgesetz der Republik Deutschland die Freiheit garantiert wurde. Und weil die Bundesrepublik Deutschland ein demokratisches und ein soziales Bundesstaat ist. Aber zurzeit merken wir davon nichts. Wir alle Deutsche haben unsere Würde verloren. Keine Freiheit, unseren Beruf auszuüben. Keine Freiheit, in einem Restaurant oder Café zu essen. Keine Freiheit zu reisen. Die Kinder dürfen nicht in die Schule und so weiter. Hinzu kommt noch die Zensur der Meinungen. Welche sind nicht konform sind mit der Meinung der Regierung. Keine Möglichkeit für international noch anerkannte Experten, sie in der Öffentlichkeit Medien zu äußern und so weiter. Obwohl diese Medien zwangweise von allen Bürgern finanziert werden. Warum schreitet die Legislative und die Judikative nicht ein? Wenn die Regierung meint, das Infektionsgesetz höher zu bewerten als das Grundgesetz. Ich frage mich, ist unser Grundgesetz für alle Menschen in Deutschland nicht bindend? Ist das nicht ein Verrat an den Vätern des Grundgesetzes? Die Regierung argumentiert mit ihrer Mehrheit, die sie zurzeit noch hat. Sie weiß aber genau, wie diese Meinungsfreiheit ist nur zustande gekommen, weil die Regierung jeden Tag in allen Medien Angst und Panik verbreitet. So wie sie es in dem Papier des Innenministeriums schon geplant hat. Deshalb, durch diese perfide Information, oder besser gesagt, einpeitschende Propaganda, sind viele Bürger eingeschüchtert und das haben furchtbare Angst vor der Corona-Krankheit. Aber wir wissen, dass 99,9% der Menschen in Deutschland nicht an der SARS-CoV-2-Infektion sterben. Viele Menschen sich nur öffentliche Medien an, sehen nur in öffentlichen Medien, die schon manipuliert und die Wahrheit verdrängen sind. Aber wir wissen alle, Meinungsfreiheit, wer Meinungsfreiheit unterdrückt, hat entweder etwas zu verbergen oder Angst vor der Wahrheit. Außerdem, viele Menschen sehen sich noch als Retter in dieser Pandemie an, obwohl in der Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Deshalb möchte ich ein Statement abgeben. Ich bitte euch alle, Demonstranten und Bürger, die hier zuhören, ihr müsst euch jeden Tag fragen, ob ihr bei dieser Pandemiekrise ein Täter oder ein Opfer seid. Menschen, die sagen, dass sie neutral sind, gibt es nicht. Selbstverständlich könnt ihr es nur selber wissen, ob ihr Opfer oder Täter in dieser Pandemiekrise seid. Andere Menschen aber können euch durch euer Verhalten entsprechend beurteilen. Jemand, der sagt, ich tue es nur meine Pflicht, das haben wir schon einmal gehört. Wenn wir uns als Opfer betrachten, dann müssen wir schnell etwas unternehmen und etwas ändern, damit wir nicht Opfer bleiben. Ihr könnt nicht erwarten, dass alle andere Leute das für euch tun. Denkt immer dran, die Medien, die Videos und Fotos
sind ewige Zeuge für eure Nachbarn oder eure spätere Generation, dass ihr etwas unternommen habt. Bei dieser Gelegenheit biete ich die neue deutsche Staatsbürger, so wie ich, zur Demo zu kommen, in der Stadt, der ihr wohnt, um auch für eure Freiheit und das leidende Volk zu kämpfen. Zwar immer friedlich. Das Recht zu einer Demo gehen habt ihr ja. Denkt auch daran, dass wir den Volk dienen müssen. Die Regierung kann jeden Tag wechseln, aber das Volk bleibt forever. Venceremos, wir werden sicher, weil wir sind das Volk. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Danke! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!